Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Das war also die Reaktion auf das Debakel in Liverpool. So haben unsere Spieler reagiert auf die Blamage in Anfield. Haben unsere Spieler keinen Stolz? Reicht es denen nicht, dass wir seit 1,5 Jahren in Europa gegen jede große Mannschaft durchgereicht werden wie eine Dorfmatratze? Haben die keine Achtung vor Real Madrid, vor diesem Wappen, vor den Fans, vor sich selber? Ja, meine Freunde, Rayo Vallecano 0, Real Madrid 0. Der nächste peinliche, blutlose, planlose Auftritt von Real Madrid. Und die ganze Hoffnung und Vorfreude, die ich vor 2 Wochen noch gespürt habe, ist komplett dahin. Ja, und diese Blutung, diese Entwicklung, wo wir hingehen, das muss sofort gestoppt werden. Und langsam frage ich mich, wenn es nicht am Trainer lag, dann müssen wir uns mal anschauen, welche Spieler es vielleicht nicht mehr verdient haben, für Real Madrid zu spielen. Ja, Rayo Vallecano 0, Real Madrid 0. Natürlich hat Atletico Madrid und der FC Barcelona ihre Spiele absolut verdient, souverän gewonnen. Vor allem der FC Barcelona gestern Abend hat ein Feuerwerk in Celta Vigo abgebrannt. Die haben die komplett überrannt. Viel höher hätten sie noch gewinnen müssen, haben im Endeffekt 4:2 gewonnen. Ja, und das bedeutet in der Tabelle, der FC Barcelona ist nur noch 3 Punkte hinter Real Madrid und hat die Meisterschaft wieder in der eigenen Hand. Herzlichen Dank, Real Madrid. Ja, kommen wir aber jetzt zu dem Spiel, warum wir hier sind. Und ich frage mich wirklich, wo ist mein Real Madrid hin? Das Real Madrid, das mich vor 2 Wochen noch begeistert hat. Gegen Barcelona und gegen Valencia dachte ich endlich, ich sehe die Handschrift von Xabi Alonso. Ein hohes Pressing, ein kompaktes Team, eine kompakte Mannschaftsleistung, alle pressen, alle verteidigen. Barcelona und vor allem Valencia hatten keine Zeit zum Atmen. Wenn alles normal läuft, gewinnst du beide Spiele mit 4 oder 5:0. Wo ist das hin? Gegen Liverpool haben wir uns schon bis auf die Knochen blamiert und können uns bei Thibaut Courtois bedanken, dass wir nicht 5:0 verloren haben. Und gestern gegen Rayo Vallecano habe ich alles gesehen, außer eine Mannschaft. Ich habe Individualisten gesehen. Ich habe Verteidiger gesehen und einige Spieler im Mittelfeld, die versucht haben, alles, was in ihrer Macht stand, um irgendwie das Ergebnis zu halten. Und ich habe vorne Spieler gesehen, die anscheinend lieber versuchen, Clips zu farmen, mit dem Kopf durch die Wand, alles auf eigene Faust lösen zu wollen, immer in Dribblings gegen 4 oder 5 Mann gehen, als mit der Mannschaft zu spielen. Und das Schlimmste von allem, der Trainer macht dagegen nichts, obwohl er auf der Bank Alternativen hat. Und dann erlauben sich vorne ein Vini Junior, ein Kylian Mbappé, am Ende auch ein Rodrigo, aber auch ein Bellingham, erlauben es sich, bei der Rückwärtsbewegung nicht mitzumachen. Ciao Xabi Alonso, hallo Carlo Ancelotti. Dieses Spiel schaue ich mir schon seit über einem Jahr an. Xabi Alonso wollte das doch ändern. Der wollte doch über die kompakte Mannschaftsleistung die Individualisten stärker machen. Wo ist das hin? Ein Xabi Alonso wollte doch aufhören, auf die Namen zu hören und auf die Leistung schauen. Wo ist das hin? Ein Xabi Alonso wollte doch Jungs aus Real Madrid Castilla, wenn die Jungs oben nicht performen, eine Chance geben. Wo ist das hin? Was war das gestern? Ja, gehen wir mal ins Spielgeschehen und ich muss sagen, das einzige Akzeptable gestern am ganzen Tag waren die ersten 15 Minuten.
Da hat mir Real Madrid noch gefallen. Da haben wir noch als Einheit gespielt. Da haben wir oft einen Vini Junior gefunden. Der hat mir in der ersten Viertelstunde richtig gut gefallen. Hat vorne sich in den Dribblings durchgesetzt. Hat hinten immer wieder ausgeholfen. Allerdings, wenn der vorne ins Dribbling gegangen ist, gab es auch immer wieder die Situation, wo der auf einmal 1 gegen 3 oder 4 stand. Wo war da die Mannschaft, die ihn unterstützt hat, wo der mal abspielen kann, was auch immer? Nicht zu finden. Ja, Real Madrid spielt in der ersten Viertelstunde guten Fußball oder, na gut, halbwegs akzeptablen Fußball und muss da tatsächlich auch das 1:0 machen. Es gab eine Aktion. Für diejenigen, die das Spiel nicht gesehen haben, es gab meiner Meinung nach einen klaren Elfmeter an Jude Bellingham. Ich versuche euch die Szene jetzt hier einzublenden. Es ist nach einer Ecke, der wird nach hinten gezogen, der wird nicht nur festgehalten, der wird nach hinten gezogen. Im Fallen berührt er den Ball noch mit dem Kopf. Abgesehen von dem, was danach passiert, ist das für mich ein klarer Elfer. Aber das erwähne ich nur für diejenigen, die das Spiel nicht gesehen haben, weil das ist nun mal mein Job, alles zu erzählen, was gestern passiert ist. Aber selbst mit diesem Elfmeter hätte das nichts an dem peinlichen Auftritt von Real Madrid geändert. Madrid hat die 3 Punkte gestern einfach nicht verdient. Naja, wie dem auch sei, das ist nämlich auch der nächste Punkt. Bellingham legt den Ball zurück. Ein Vini Junior steht mit dem Rücken zum Ball. Der Ball titscht am Fünfer. Ein Arda Güler, ich glaube unten Brahim, aber vor allem ein Arda Güler, kommt vom Elfmeterpunkt dahin gelaufen, kann sich die Ecke aussuchen, kann den Ball links reinschießen, rechts reinschießen, wo der will. Und ein Vini Junior möchte lieber aus der Drehung im Bedrängnis irgendwie den Ball aufs Tor bringen. Die einzige 100%ige Chance, die wir gestern hatten, naja, kurz danach kam noch eine, verschenkt Vini Junior, weil er lieber an sich denkt, als an den Mannschaftserfolg. Ja, eine Minute danach war die letzte und einzige gute Chance von Real Madrid, ein Kopfball von Raúl Asensio, der gestern ein wirklich tolles Spiel gemacht hat. Zu der Einzelbewertung komme ich gleich. Er steht komplett alleine vom Tor und köpft den Ball leider am Tor vorbei. Ja, und mit diesem Fehlschuss von Raúl Asensio hat das Spiel von Real Madrid geendet. Was danach kam, war das absolute Nichts. Gar nichts. Keine Kombinationen, keine Staffelungen im Spielaufbau. Man hat nicht erkannt, wie Real Madrid dieses Spiel gewinnen möchte. Ich kenne nicht bis heute den Plan, den Real Madrid gestern hatte. Man hatte im Spielaufbau weder eine vernünftige Staffelung, dass du den Ball von hinten nach vorne gespielt bekommst, noch konnten wir mit langen Bällen irgendwas machen. Ich weiß nicht, wann Kylian Mbappé das letzte Mal einen Ball behauptet hat. Ich weiß nicht, wann Kylian Mbappé das letzte Mal für Real Madrid gespielt hat. In Vallecas und in Anfield habe ich ihn nicht gesehen. Ja, wenn du weder den Ball von hinten nach vorne spielerisch spielen kannst, noch mit langen Bällen spielen kannst, noch zweite Bälle erobern kannst, weil du in Zweikämpfe gehst, während du anscheinend deine Hände in den Hosentaschen hast. Wenn der Gegner mehr Intensität hat, mehr Wille, dann wirst du ein Spiel auf diesem Niveau nicht gewinnen. Real Madrid hatte gestern keine Lösungen. Wir hatten wieder einen Expected Goal Wert von unter 1. Gegen Liverpool war es sogar unter 0,5. Wir haben in 2 Spielen 3 Schüsse aufs Tor gemacht. Ja, und vorne drin haben wir 3 Individualisten, oder fast 4, die nur nach ihrem eigenen Arsch schauen. Die wollen Clips farmen. Die wollen sich alleine gegen 3, 4 Mann durchsetzen. Die gehen aber nicht dahin, wo es weh tut. Ein Vini Junior hat noch die ersten 15, 20 Minuten immer wieder nach hinten gearbeitet. Und Bellingham auch noch hier und da. Aber auch das hat irgendwann aufgehört. Ich erinnere mich an eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo Vini Junior und Kylian Mbappé an der Mittellinie den Gegner vorbeilaufen lassen und so tun, oh mein Gott, wie mein Gott, lauf verdammt nochmal nach hinten. Ja, wie gesagt, und ich wünschte, ich könnte euch noch mehr erzählen. Rayo Vallecano hätte noch das ein oder andere Tor machen können. Einmal erinnere ich mich an eine Szene, wo Issi im Mittelfeld Bellingham und Camavinga stehen lässt wie nichts und aus der Mittellinie den Ball aufs Tor schießt. Wenn der da nicht versucht, das Tor des Jahres zu machen, laufen 3 Rayo-Spieler gegen einen Madrid-Verteidiger. Und ansonsten hat uns auch Raúl Asensio hier und da nochmal gerettet.
Aber Real Madrid hat keine richtige Torchance mehr kreiert. Ein Arda Güler noch mit einer unglaublichen Einzelleistung in der 93. Minute setzt sich über rechts gegen 3 Mann durch. Der Ball geht fast abgefälscht ins Tor. Ja, und da hört es auf. Und ein Xabi Alonso sieht, was da passiert und tut nichts dagegen. Gestern wurde er in der Pressekonferenz gefragt, warum um Himmels Willen ein Gonzalo und ein Endrick sich noch nicht einmal warm gemacht haben. Hören wir uns die Antwort von unserem Trainer einmal an. Guten Tag, Trainer. José Luis Sánchez für Jugones von La Sexta. 2 Spiele ohne Tor, nur 3 Torschüsse. Und heute in Vallecas haben sich weder Endrick noch Gonzalo aufgewärmt. Das sind 2 Stürmer. Sie haben nicht auf sie gesetzt. Was ist der Grund dafür, dass sie sich nicht einmal aufgewärmt haben? Wir hatten andere Stürmer auf dem Platz, die auch für Gefahr sorgen können. Aha, wir haben also Spieler auf dem Platz, die für Gefahr sorgen sollen. Ja, dann sollen die das doch gefälligst mal machen. Wann können sie für Gefahr sorgen? Zu Hause gegen den Abstiegskandidaten Valencia? Da kann ich vielleicht auch für Gefahr sorgen. In Anfield habe ich keine Gefahr gesehen. In Vallecas habe ich keine Gefahr gesehen. Und langsam muss man sich hinterfragen, es scheint ja nicht am Trainer zu liegen. Unter Carlo Ancelotti haben die Spieler ja den gleichen Mist gemacht. Unter Xabi Alonso schleicht sich das wieder ein und schleicht sich sehr schnell und sehr aggressiv wieder ein. Aber wo ist die eiserne Faust von dem Xabi Alonso? Bei einem Xabi Alonso, wenn ein Wirtz nicht performt hat in Leverkusen, war der auf der Bank. Er hatte kein Problem, einen Boniface auf die Bank zu setzen. Ein Frimpong, ein Grimaldo, Xhaka, wer auch immer konnte bei dem auf der Bank landen. Wo ist das hin? Also für mich gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder er sieht es nicht, was ich mir nicht vorstellen kann. Xabi Alonso ist ein schlauer Typ, ist ein guter Trainer. Der sieht doch, was da passiert. Die ganze Welt sieht das. Oder Möglichkeit Nummer 2, er stellt nicht die Mannschaft auf, sondern Florentino Perez. Und der sagt ihm, Vini, Mbappé und Bellingham müssen durchspielen. Ja, und ich weiß nicht, was schlimmer ist. Naja, ganz ehrlich, wenn es das Zweite wäre, dann würde ich als Xabi Alonso sagen, weißt du was, Florentino, dann trainier du. Naja, ich hoffe einfach mal, dass es irgendeine dritte Lösung ist, dass Xabi Alonso endlich mal aufwacht in der Länderspielpause und reagiert. Ganz ehrlich, ich verliere lieber das Spiel gestern 1:0, wenn da vorne ein Endrick und ein Gonzalo und was weiß ich, ein Palacios aus Real Madrid Castilla alles geben und sich zerreißen, anstatt 0:0 zu spielen und unsere Jungs haben keinen Bock. Das ist nicht Real Madrid. Real Madrid ist hasta el final siempre real. Bis zum Schluss gibst du alles. Was haben denn unsere Jungs in den letzten Jahren gewonnen, um so ein Fußballspiel sich erlauben zu können? Woher diese Arroganz? Weil wir gegen Barcelona gewonnen haben. Hat es dir nicht gereicht, dass Liverpool dich verprügelt hat? Naja, wie dem auch sei, komplett enttäuschende Leistung von Real Madrid, komplett enttäuschende Leistung von Xabi Alonso. Das Einzige, was mir noch gefallen hat, war seine Aufstellung, mit der konnte ich leben. Ich finde es auch gut, dass ein Raúl Asensio eine Chance bekommen hat, der hat auch danach bewiesen, warum. Ein Brahim, ja, kann ich verstehen, vielleicht hätte ich hätte umgestellt einen Trent hinten, einen Fede Valverde vorne, aber auch ein Brahim, naja, kommen wir jetzt in der Einzelleistung. Das Einzige, was ein Alonso richtig gemacht hat, war meiner Meinung nach die erste Elf. Damit kann ich leben. Aber danach bei den Auswechslungen schon wieder das Gleiche wie immer. Du bringst wieder einen Rodrigo rein. Ich weiß langsam nicht mehr, was wir mit dem rechten Flügel von Real Madrid machen sollen. Ganz ehrlich, ein Rodrigo, ein Brahim und ein Mastantuono. Keiner von den 3 hat mich bis jetzt überzeugt. Ich bin kurz davor zu sagen, verkauf am besten alle 3 und steck die Kohle in den Olysee, in einen Spieler, der wirklich von rechts was verändern kann. Aber es ist einfach nur erschreckend. Und auf der anderen Seite hast du einen Vini, der immer wieder mit dem Kopf durch die Wand will. Du hast einen Kylian Mbappé, der kein gelernter Mittelstürmer ist. Du hast einen Bellingham, der anstatt abzuspielen lieber durch 4 Mann durchdribbeln möchte.
So kann es nicht weitergehen. Die ganze Welt sieht das und Xabi Alonso muss reagieren. Ja, und kommen wir jetzt zur Einzelbewertung der Spieler. Thibaut Courtois wurde nicht viel gebraucht. Man muss sagen, die Abwehrleistung war zumindest okay. Also kann man schlecht bewerten. Guter oder auch der Abend von Thibaut Courtois war okay. Fede Valverde und Álvaro Carreras haben in der Defensive eine gute Arbeit geleistet. Nach vorne kam ehrlich gesagt nicht viel. In der Innenverteidigung weiß ich nicht, was mit Dienhausen da los ist. In Liverpool der schlechteste Spieler auf dem Platz. Gestern wieder der schlechteste Spieler auf dem Platz. Xabi Alonso musste den zur Halbzeit rausholen. Ja, Gott sei Dank hat ein Xabi Alonso, bei dem traut er sich das. Das ist auch ein Punkt, der mich wiederum aufregen könnte. Bei Dienhausen traut er sich das, bei einem Mbappé, bei einem Vini nicht. Was soll ein Gonzalo und ein Endrick, was soll passieren, dass die überhaupt mal eine Minute bekommen? Keine Ahnung. Ja, wie dem auch sei, katastrophale Leistung von Dienhausen. Ein Asensio war mit der beste Mann auf dem Platz. Das gleiche gilt über die zwei davor. Ein Arda Güler und ein Camavinga haben mir beide gut gefallen, haben versucht, die Mannschaft irgendwie zusammenzuhalten. Aber wenn ein Arda Güler hinten war und den Spielaufbau übernommen hat, ist vorne nichts passiert. Als er aufgerückt ist, kam der Ball nicht von hinten nach vorne. Ich habe schon mal gesagt, am liebsten würde ich den klonen, dass ich den einmal auf der 6 und einmal auf der 10 hätte. Leider kann man das nicht. Aber ich muss sagen, die beiden waren noch okay. Ja, und alles, was jetzt nach vorne kommt, ist eine 6. 6 minus, keine Ahnung. Arbeitsverweigerung. Also, Bellingham hat noch ein bisschen gekämpft. Vini hat mir die erste Viertelstunde noch gefallen. Irgendwann tut er mir auch leid. Die einzige Lösung von unserer Mannschaft ist immer wieder den Ball links nach vorne nach Vini und er soll sich gegen 4 Mann durchsetzen. Eigentlich kannst du da auch nur schlecht aussehen. Er kriegt keine Unterstützung. Es gab 1000 Szenen, wo Vini links den Ball hat und es bietet sich keiner an. Er findet dann auch nicht die schlaueste Lösung, anstatt den Ball hintenrum auf den Carreras zu spielen oder was auch immer, versucht er auch immer wieder da durchzukommen und wir verlieren den Ball, es ist frustrierend. Ja, und vorne Brahim, keine Ahnung, wo ist der Brahim hin, der mich vor 2 Jahren begeistert hat. Inzwischen muss ich fürs letzte gute Spiel von Brahim schon fast 2 Jahre zurückgucken gegen Leipzig in der Champions League. Inzwischen denke ich schon, frage ich mich, ob er noch das Niveau für Real Madrid hat. In Kylian Mbappé, keine Ahnung, der ist ein Torschütze. Der wird immer seine Tore machen, aber der ist kein Leader. Denn in solchen Spielen und in Liverpool, in Anfield, siehst du, wer ein Leader ist, wer die Mannschaft mitreißt, wer sich den Ball hinten abholt, nach vorne treibt, was ein Cristiano Ronaldo gemacht hat. Von Kylian Mbappé ist das nirgendwo, nicht mal im Ansatz zu sehen. Und wie gesagt, du hast auf der Bank einen Endrick, du hast auf der Bank einen Gonzalo und Xabi Alonso reagiert nicht. Ja, ich bin komplett enttäuscht. Ich bin froh, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, sehr, sehr froh, dass jetzt erstmal Länderspielpause ist. Denn ich habe sowas von keinen Bock mehr auf dieses Real Madrid. Ich hoffe, dass ein Xabi Alonso diese 2 Wochen jetzt ausnutzt, um endlich Lösungen zu finden. Denn so kann es nicht weitergehen. Ja, ich hoffe, ihr seid von diesem Video nicht so sehr enttäuscht wie von der Leistung von Real Madrid. Wenn das so ist, dann lasst bitte ein Like da, teilt dieses Video, kommentieren, lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Hypen, das unterstützt diesen Kanal enorm. Wir sehen uns morgen wieder, hoffentlich mit etwas besseren Laune. Bis dahin. A la Madrid.